Der 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga 2025-26 steht vor der Tür. Dazu gibt's wie immer meine Bundesliga-Tipps und Prognosen, natürlich zu allen Spielen. Hallo liebe Bundesliga-Freunde, schön dich wieder auf Werners Fußballecke begrüßen zu dürfen. Ja, es wird immer spannender in der Fußball-Bundesliga, nur noch 10 Spieltage. Okay, die Meisterschaft ist vielleicht entschieden, vielleicht. Aber richtig spannend ist es im Kampf um die Europapokalplätze. Klar, Bayern und der BVB sind sicher in der Champions League dabei. Dann aber vom Platz 3, aktuell Hoffenheim, bis Leverkusen, Platz 6, haben alle noch die Chance, die Champions League für die nächste Saison zu erreichen. Und natürlich richtig eng, ja, ist es im Tabellenkeller. Alle Teams vom Platz 10 an müssen jetzt punkten, ja, und nochmals punkten. Von Union Berlin bis zum Platz 17, aktuell der VfL Wolfsburg, sind es nur 8 Punkte. Da man noch insgesamt 30 Punkte holen könnte, ist oben wie unten in der Tabelle noch alles möglich. Links seht ihr den aktuellen 25. Bundesliga-Spieltag und auch dieser hat wieder mega spannende Partien zu bieten. Daher gar nicht viel lange reden. Okay, Moment. Wenn dir meine Bundesliga-Prognosen gefallen, dann lass mir gerne ein Like fürs Video da, abonniere Werners Fußballecke, aktiviere die Glocke und du verpasst keine Bundesliga-Tipps mehr von meinem Kanal. So, dann gehen wir auch gleich rein in meine Bundesliga-Tipps zum 25. Spieltag. Ja, los geht's gleich am Freitag mit einem alten Bundesliga-Klassiker. Der FC Bayern München empfängt zu Hause Borussia Mönchengladbach. Und ja, was war das für ein super Spiel Dortmund gegen Bayern am letzten Bundesliga-Wochenende? Das war wirklich Werbung von beiden Teams für die Fußball-Bundesliga. Und zum Schluss war der 3:2-Sieg vom FC Bayern auch hochverdient, das muss man schon ehrlich zugeben. Von Anfang an hat das Team von Trainer Vincent Kompany den BVB unter Druck gesetzt und ja, Dortmund stand schon ziemlich kompakt in der Abwehr. Wer aber über 90 Minuten alles gibt und an den Sieg glaubt, ja, der haut hier auch so ein Ding rein wie Joshua Kimmich zum 3:2 Siegtreffer. Und damit haben die Bayern nun 11 Punkte Vorsprung und bei noch 10 Spieltagen den Titel schon fast sicher. Aber Vincent Kompany möchte sich auf jeden Fall den nächsten Bundesliga-Rekord holen. Denn mit den meisten erzielten Bundesligatoren in einer Saison. Der Rekord liegt bei aktuell 101 Saisontoren und stammt ebenfalls von Bayern München selber aus der Saison 1971-72. Heißt, aktuell hat der FC Bayern 88 Saisontore. Fehlen also nur noch 14 Tore für einen neuen Bayern-Torrekord. Daher will man natürlich auch jetzt zu Hause gegen Gladbach den nächsten Sieg holen. Und ja, Tore schießen. Aber auch nicht vergessen, nächste Woche startet für Bayern die Mission Champions League-Titel im Achtelfinale bei Atalanta Bergamo. Daher muss man abwarten, wie weit Vincent Kompany jetzt gegen Gladbach vielleicht den ein oder anderen Spieler eine Chance in der Startelf gibt bzw. Spieler schonen könnte. Denn nach den fast sicheren Meistertitel jetzt wollen die Bayern natürlich auch in der Champions League angreifen. Zur Info, das Hinspiel am 8. Spieltag haben die Bayern mit 3:0 in Gladbach gewonnen. Für Borussia Mönchengladbach sieht es aktuell in der Bundesliga ja ganz anders aus. Aber nach insgesamt 7 Bundesligaspielen ohne Sieg haben die Fohlen am letzten Spieltag zu Hause mit 1:0 gegen Union Berlin gewonnen. Und das waren gerade in dieser Phase 3 wichtige Punkte für das Team von Trainer Eugen Polanski. Damit liegt Gladbach jetzt mit 25 Punkten auf Platz 12, aber dennoch auch nur 3 Punkte Vorsprung zum Tabellenplatz 16. Also auch für die Borussia heißt es jetzt Punkte holen. Gut, natürlich geht man als krassen Außenseiter jetzt in das Spiel beim FC Bayern. Vielleicht aber schaut man sich nochmal die Spiele vom FC Augsburg bzw. Mainz bei den Bayern an. Sie konnten ja sensationell gewinnen bzw. unentschieden spielen. Allerdings hat Gladbach in den letzten 5 Bundesligaspielen aber auch nur 4 Tore erzielt bei 7 Gegentoren. Das wird jetzt gegen Bayern natürlich auch alles nicht viel einfacher. Im Gegenteil.
Für Gladbach ist auch jetzt das Spiel in Bayern wirklich nicht so wichtig, sondern die Spiele, die danach kommen, wie dann zu Hause gegen den FC St. Pauli oder danach auswärts beim 1. FC Köln. Das sind nämlich alles dann direkte Konkurrenten. Aber ja, jeder Punkt ist auch gut für die Moral einer Mannschaft. Ja, mein Bundesliga-Tipp für den FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach ist dann aber ein 3:1 Heimsieg der Bayern. Ja, wie tippst du diesen Bundesliga-Klassiker Bayern gegen Gladbach? Ab damit in die Kommentare. So, dann kommen wir jetzt zu den Samstagsspielen vom 25. Bundesliga-Spieltag. Und los geht's mit dem SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen. Heißt auch, hier spielt der aktuelle 8. gegen den 6. der Bundesliga. Ja, das Team von Trainer Julian Schuster kommt ja mit ihrer 2:0 Auswärtsniederlage am letzten Spieltag bei Eintracht Frankfurt in dieses Spiel. Damit hat man 33 Punkte auf dem Konto bzw. 7 Punkte Rückstand zu Rang 6, was immerhin noch die Europa Conference League bedeuten würde. Allerdings war das jetzt bereits die 3. Auswärtsniederlage in Folge. Zu Hause dagegen sieht es für die Freiburger schon viel besser aus. In bis jetzt 11 Heimspielen zu Hause holte Freiburg 7 Siege, 3 Unentschieden bei nur einer Niederlage. Dazu auch ein sehr gutes Torverhältnis mit 21:12 Toren. Damit liegt Freiburg auf Platz 5 der Bundesliga Heimtabelle. Also zu Hause läuft es schon richtig gut. Nach der 2:0 Niederlage in Leverkusen am 8. Spieltag hat man da ja auch noch eine offene Rechnung mit Bayer. Also in Freiburg heißt die Devise jetzt 3 Punkte müssen her. Natürlich will aber auch das Team von Kaspar Juhlmann gerade nach dem 1:1 Unentschieden am letzten Spieltag zu Hause gegen Mainz alles geben, um die 3 Punkte aus Freiburg mitzunehmen. Nach dem Unentschieden liegt Bayer Leverkusen mit 40 Punkten unverändert auf Platz 6. Allerdings hat Bayer am Mittwochabend noch das Nachholspiel vom 17. Spieltag beim HSV. Mit einem Sieg in Hamburg könnte man zumindest den Rückstand zu Platz 5, aktuell Leipzig, bis auf einen Punkt verringern. Und dann wären es auch nur noch 3 Punkte bis Platz 4. Also schon eine wichtige Woche für Bayer Leverkusen. Gut, auswärts läuft es mal schlecht, mal gut. Am 23. Spieltag gab es dann die überraschende 1:0 Niederlage bei Union Berlin. Davor ein 1:1 Unentschieden in Gladbach. Der letzte Auswärtssieg von Leverkusen war beim 3:1 Sieg in Frankfurt am 20. Spieltag. Also, wenn Bayern nächstes Jahr noch Champions League spielen möchte, wären natürlich jetzt 2 Siege, also gegen den HSV und am Samstag in Freiburg, mega. Aber auch nicht vergessen, nächste Woche Mittwoch steigt das große Champions League Spiel für Leverkusen zu Hause gegen Arsenal London. Da wird es natürlich spannend am Samstag, wie Trainer Juhlmann gegen Freiburg aufstellt. Aber auch für Bayer sollte die Devise in Freiburg heißen, 3 Punkte mitnehmen. Ja, mein Tipp für den SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen ist ein 1:1 Unentschieden. So, dann geht's weiter mit dem nächsten Spiel. Ja, Mainz 05 gegen den VfB Stuttgart. Die Mainzer kommen gerade von einem richtig stark erkämpften 1:1 bei Bayer Leverkusen und stehen aktuell mit 23 Punkten auf Platz 14. Das heißt aber auch gerade mal 1 Punkt Vorsprung auf Platz 16, also auf Werder Bremen, und nur 3 Punkte Vorsprung auf Platz 17. Heißt ganz klar, für das Team von Trainer Urs Fischer müssen jetzt Punkte her. Am besten natürlich Siege. Einfach wird das zu Hause gegen Stuttgart definitiv aber nicht. Aber Mainz hat von den letzten 5 Heimspielen kein einziges Spiel verloren. In diesem Zeitraum gab es 3 Siege und 2 Unentschieden. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Allerdings darf man auch nicht vergessen, seit 3 Spielen hat Mainz insgesamt nicht mehr gewonnen. Und jetzt kommt mit Stuttgart ein echtes Top-Team nach Mainz. Vielleicht aber ist genau das auch wieder der Punkt, der bei den Mainzern nochmal extra Motivation freisetzt. So wie beim 2:2 gegen Bayern oder zuletzt beim Unentschieden
in Leverkusen. So, dann schauen wir mal auf den VfB Stuttgart. Ja, die Schwaben kommen von einem souveränen und hochverdienten 4:0 Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg. Das war bereits der 4. Sieg aus den letzten 6 Bundesligaspielen. Mit 46 Punkten steht der VfB weiterhin auf Platz 4, punktgleich mit Hoffenheim auf Rang 3. Also die Champions League Plätze sind absolut in Reichweite. Heißt aber auch, das Team von Trainer Sebastian Hoeneß muss genau so weitermachen und seine Spiele gewinnen. Am besten jetzt weiter auch in Mainz. Allerdings hat Stuttgart die letzten 2 Bundesliga-Auswärtsspiele verloren. Ich denke aber, gerade nach der 2:1 Niederlage am 21. Spieltag beim FC St. Pauli haben die Spieler gelernt, dass man von der ersten Minute an konzentriert sein muss, egal gegen welche Gegner. Für mich geht Stuttgart schon als Favorit in dieses Bundesligaspiel. Spannend wird natürlich auch sein, ob und wie stark Hoeneß rotieren wird. Denn nächste Woche, Donnerstag, wartet das schwere Heimspiel gegen den FC Porto im Achtelfinale der Europa League. Ein Sieg in Mainz wäre dann natürlich perfekt fürs Selbstvertrauen, gerade vor so einem wichtigen Europa League Spiel. Allerdings fehlt gegen Mainz El Kanouche wegen seiner Gelbsperre. Aber der VfB-Kader ist aktuell so stark besetzt, dass Hoeneß dafür definitiv eine Lösung finden wird. Mein Tipp für Mainz 05 gegen den VfB Stuttgart ist ein 2:1 Auswärtssieg für den VfB. So, dann geht es auch direkt weiter mit dem nächsten Spiel am Samstag. Schauen wir uns jetzt RB Leipzig gegen den FC Augsburg an. RB konnte ja nach einem Rückstand beim HSV das Spiel noch drehen und am Ende auch dann verdient, muss man sagen, 2:1 gewinnen. Damit steht Leipzig jetzt mit 44 Punkten weiterhin auf Platz 5. Heißt also immer noch 2 Punkte Rückstand auf Platz 4 und das wäre ja ein Champions League Platz. Natürlich geht Leipzig jetzt gegen Augsburg als Favorit in das Spiel. Aber, und das ist interessant, Leipzig hat seit 4 Heimspielen kein Spiel mehr gewonnen. Der letzte Heimsieg war das 2:0 gegen Freiburg am 17. Spieltag, also Heimstärke sieht definitiv anders aus. Aber jetzt heißt es auch, wer in der Champions League will, muss genau solche Spiele jetzt zu Hause gewinnen. Schon mal was Positives für die Leipzig-Fans. Von den bisherigen 18 Bundesliga-Duellen gegen Augsburg hat RB 11 Spiele gewonnen. Noch krasser, die letzte Leipziger Niederlage gegen Augsburg war ein 0:1 in der Saison 2017-2018. Also ja, die Statistik spricht da schon ziemlich deutlich für RB Leipzig. Dazu kommt noch eine andere starke Serie. Bis auf 2 Bundesligaspiele hat RB immer mindestens ein Tor erzielt. Heißt für mich, das wird definitiv kein torloses Spiel. Jetzt kommt aber mit dem FC Augsburg und Trainer Manuel Baum ein echtes Siegerteam nach Leipzig. Der 2:0 Heimsieg am letzten Spieltag gegen den 1. FC Köln war bereits der 3. Bundesligasieg in Folge und sogar der 5. Sieg aus den letzten 6 Spielen. Damit steht Augsburg mit 31 Punkten auf Platz 9. Wenn man in den letzten 10 Spieltagen weiter so konstant spielt, dann könnte am Ende sogar Platz 6 und damit Europa Conference League drinne sein. Das wäre natürlich ein riesiger Erfolg für den FCA. Allerdings muss Trainer Baum gegen Leipzig auf Verteidiger Cedric Cesiger wegen einer Gelbsperre verzichten. Ja, mein Bundesliga-Tipp für RB Leipzig gegen den FC Augsburg ist ein 2:1 Heimsieg für Leipzig. Und wie immer, schreibt eure Fußballtipps unbedingt in die Kommentare. So, und weiter geht's mit dem VfL Wolfsburg zu Hause gegen den Hamburger SV. Hier spielt der 17. gegen den 11. der Bundesliga. Und ja, für Wolfsburg wird es jetzt richtig eng. Nach der 0:4 Niederlage beim VfB Stuttgart, was gleichzeitig die 5. Niederlage aus den letzten 6 Bundesligaspielen war, steht man jetzt mit nur 20 Punkten auf Platz 17. Also ja, auf einen direkten Abstiegsplatz. Dazu kommt,
2 Punkte Rückstand auf Platz 16, aktuell Werder Bremen. Für das Team von Trainer Daniel Bauer heißt es jetzt ganz klar, gegen den HSV müssen auf jeden Fall 3 Punkte her. Kommen wir zum Hamburger SV und Trainer Merlin Polzin. Trotz einer 1:0 Führung durch Fabio Ferreira verlor man letzte Woche das Heimspiel gegen RB Leipzig noch mit 1:2. Gerade in der ersten Hälfte hätte der HSV das 2:0 machen können. Aber in Hälfte 2 spielte da fast nur noch Leipzig. Und so kam es am Ende dann auch zur, ja muss man sagen, verdienten Heimniederlage. Aber das war auch erst die erste Niederlage nach 6 Bundesligaspielen für den HSV. Also Kopf hoch und weiterkämpfen. Aktuell liegt der HSV mit 26 Punkten auf Platz 11. Das sind allerdings nur 4 Punkte Vorsprung auf Platz 16. Und heute Abend steht ja noch das Nachholspiel zu Hause gegen Bayer Leverkusen an. Klar, das ist ein schweres Heimspiel. Aber hey, zu Hause ist für den HSV alles möglich. Und am Samstag in Wolfsburg, wenn man so weiterspielt wie zuletzt, kann das Team von Trainer Merlin Polzin auf jeden Fall etwas mitnehmen. Und ja, am besten natürlich 3 Punkte. Immerhin holte man auswärts in den letzten 3 Spielen 2 Unentschieden und den 2:0 Sieg in Heidenheim. Und seien wir mal ehrlich, so ein Verein wie der HSV gehört einfach in die Fußball-Bundesliga. Mein Bundesliga-Tipp für den VfL Wolfsburg gegen den Hamburger SV ist ein klarer 3:1 Auswärtssieg für den HSV. So, und dann geht es auch weiter mit dem 1. FC Heidenheim gegen die TSG Hoffenheim. Hier trifft also der Tabellenletzte auf den Tabellendritten. Auf dem Papier eigentlich eine klare Sache natürlich für Hoffenheim. Natürlich wird es jetzt nach der 0:2 Niederlage beim direkten Konkurrenten Werder Bremen und inzwischen 8 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz 16 extrem schwer für Heidenheim, die Klasse noch zu erhalten. Das hat Trainer Frank Schmidt ja selbst schon ziemlich offen angesprochen. Und klar, die Zahlen sprechen auch nicht gerade für den FCH. Nur 3 Siege aus 24 Bundesligaspielen, 53 Gegentore bei gerade mal 22 eigenen Treffern. Wenn man dann noch eine realistische Chance haben will, dann braucht es jetzt eigentlich einen Sensationssieg zu Hause gegen Hoffenheim. Aber vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer für die FCA-Fans. Wenn man so auftritt wie beim letzten Heimspiel beim 3:3 gegen den VfB Stuttgart, dann könnte vielleicht auch gegen die TSG etwas drin sein. Trotz der 0:1 Heimniederlage gegen den FC St. Pauli am letzten Spieltag spielt Hoffenheim insgesamt immer noch eine richtig starke Saison. Mit aktuell 46 Punkten steht die TSG immer noch auf Platz 3, also voll auf Champions League Kurs. Allerdings beträgt der Vorsprung auf Platz 6 aktuell Leverkusen nur noch 6 Punkte. Heißt, auch Hoffenheim muss dieses Spiel in Hoffenheim unbedingt gewinnen. Denn wenn Leipzig punktet, könnte man im schlechtesten Fall sogar bis auf Platz 5 abrutschen. Und auch die Statistik spricht für die TSG. In bislang 5 Bundesliga-Duellen gegen Heidenheim hat Hoffenheim noch kein einziges Spiel verloren. 2 Siege und 3 Unentschieden stehen da zu Buche. Mein Tipp für den 1. FC Heidenheim gegen TSG Hoffenheim ist ein 3:1 Auswärtssieg, ja, für Hoffenheim. So, liebe Bundesliga-Freunde, jetzt kommen wir zum Spiel am Samstag um 18:30 Uhr. Der 1. FC Köln empfängt Borussia Dortmund. Der FC steht nach der 0:2 Niederlage in Augsburg mit 24 Punkten auf Platz 13. Heißt auch nur noch 4 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz 17. Und diese Pleite in Augsburg war bereits die 3. Niederlage aus den letzten 4 Bundesligaspielen für das Team von Trainer Lukas Kwasniok. In Köln wird es also höchste Zeit, wieder einen Dreier zu holen. Klar, mit Dortmund kommt allerdings ein richtig harter Brocken ins Rhein-Energiestadion. Der FC muss von der ersten Minute an alles raushauen, laufen, kämpfen, ackern. Und vielleicht
kann die Offensive ja gegen die aktuell etwas wackelige BVB-Abwehr zuschlagen. Aber klar ist auch, nach der 2:3 Heimniederlage gegen die Bayern will Dortmund jetzt unbedingt eine Reaktion zeigen. Die Meisterschaft dürfte für den BVB vielleicht schon durch sein, klar, aber jetzt muss das Motto lauten, alles geben für Platz 2 und der Champions League. Und natürlich auch zeigen, wir sind Borussia Dortmund. 8 Punkte Vorsprung hat man aktuell auf Platz 5, also auf Leipzig, aber nicht vergessen, es sind noch 30 Punkte zu vergeben. Auch für Dortmund gilt also ganz klar, weitere Siege einzufahren. Denn die Konkurrenz lauert auch bei Dortmund. Und seien wir ehrlich, die Bundesliga braucht Borussia Dortmund in der Champions League. Ich gehe auch davon aus, natürlich, dass der BVB am Ende unter den Top 4 landen wird. Mein Tipp für den 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund ist ein 2:1 Auswärtssieg für den BVB. Und liebe Grüße gehen raus an Markus und André. So, jetzt schauen wir uns die Sonntagsspiele des 25. Spieltags an. Los geht's mit dem FC St. Pauli zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Und hier treffen tatsächlich zwei echte Siegerteams aufeinander. St. Paulis 1:0 Sensationssieg, muss man schon sagen, in Hoffenheim war bereits der zweite Sieg in Folge für das Team von Trainer Alexander Blessin. Damit steht Pauli jetzt mit 23 Punkten auf Platz 15 und hat immerhin 3 Punkte Vorsprung auf Platz 17. Aber klar ist auch, man muss genauso weitermachen wie in den letzten 4 Spieltagen. 3 Siege bei nur einer Niederlage, das war schon eine richtig starke Leistung von den Kiezkickern. Mit einem weiteren Erfolg, vielleicht sogar gegen Frankfurt, könnte St. Pauli bis auf Platz 12 klettern. Und das wäre ein riesiger Schritt Richtung Klassenerhalt. Aber auch Eintracht Frankfurt mit Neutrainer Albert Herrera will natürlich gewinnen. Der 2:0 Heimsieg gegen Freiburg war der zweite Erfolg aus den letzten 3 Bundesligaspielen. Die Eintracht kommt langsam wieder richtig in Fahrt. Mit 40 Punkten steht man aktuell auf Platz 7, 6 Punkte Rückstand auf Rang 6, der zumindest die Europa Conference League bedeuten könnte. Allerdings hat Leverkusen ja noch heute Abend das Nachholspiel beim HSV und könnte so mit einem Sieg eventuell sogar noch den Vorsprung ausbauen. Heißt also für Frankfurt, das Spiel am Sonntag gegen Pauli muss eigentlich gewonnen werden. Positiv für die SGE-Fans. Aus den letzten 3 Bundesliga-Duellen gegen St. Pauli holte man 2 Siege und ein Unentschieden. Mein Tipp für den FC St. Pauli gegen Eintracht Frankfurt ist ein unterhaltsames 2:2 Unentschieden. So, jetzt kommen wir zum letzten Spiel des 25. Bundesliga-Spieltages. Union Berlin empfängt den SV Werder Bremen. Ja, das wird ein richtiges Kampfspiel. Positiv. Union steht nach der 0:1 Niederlage in Gladbach mit 28 Punkten auf Platz 10. Der Vorsprung auf dem Relegationsplatz 16 beträgt aktuell nur noch 6 Punkte. Und wer steht auf diesem Platz 16? Richtig, Werder Bremen. Für Union ist es also ein extrem wichtiges Heimspiel. Ein Spiel, das eigentlich keiner verlieren darf. Unter Trainer Steffen Baumgart weiß man bei Union zu Hause nie so ganz, was passiert. Da gibt es starke Auftritte, klar, wie der 1:0-Sieg gegen Leverkusen oder ein Unentschieden gegen Frankfurt, aber eben auch unerwartete Niederlagen. In den letzten 6 Bundesligaspielen war Union extrem unkonstant. 4 Niederlagen, ein Unentschieden und eben dieser Heimsieg aber dann gegen Bayer Leverkusen. Klar ist, auch Union braucht dringend Punkte. Aber Werder Bremen steht noch mehr unter Druck. Nach dem klar wichtigen 2:0 Heimsieg gegen Heidenheim konnte Werder immerhin den Abstiegsplatz verlassen und steht jetzt mit 22 Punkten auf Rang 16. Allerdings sind es immer noch nur noch 2 Punkte Vorsprung auf Platz 17, den VfL Wolfsburg. Mit einem Auswärtssieg in Berlin könnte Bremen sogar bis auf Platz 13 klettern. Allein das
sollte Motivation genug sein, vor allem für das Team von Neutrainer Daniel Thioune. Und nicht vergessen, das Hinspiel am 8. Spieltag gewann Werder zu Hause mit 1:0 gegen Union. Mein Tipp für Union Berlin gegen Werder Bremen ist auch hier ein torreiches 2:2 Unentschieden. Ja, liebe Bundesliga-Freunde, das waren meine Tipps und Prognosen für den 25. Spieltag. Links seht ihr nochmal alle meine Tipps, rechts die Tabelle nach meinen Prognosen. Wie sehen deine Tipps für den 25. Spieltag aus? Ab damit in die Kommentare. Drückt euren Teams die Daumen, bleibt sportlich und wir sehen uns beim nächsten Bundesliga-Prognose auf Werners Fußballecke. Also dann, tschüss!